So, Halleluja. Hallo und herzlich willkommen bei Togo. Das richtige Video geht gleich los. Wir sind aber gerade dabei, so ein bisschen den Zeitplan abzustimmen und abzustecken. Und wir haben euch neulich gefragt, wann wir den nächsten Livestream machen sollen. Und ihr habt flächendeckend abgestimmt, mehr als 50% bitte an einem Freitag. Haben wir uns gedacht, super, machen wir es donnerstags. In Zukunft werden wir es am Freitag machen, aber nächste Woche ist Pössl-Händler-Tagung. Das heißt, wir werden unseren nächsten Livestream am Donnerstag, den 4.7. um 19 Uhr starten. Freitag geht nicht, ich habe nämlich den Spielplan der EM hier und Deutschland ist Spiel 37, Deutschland gegen Dänemark. Wenn Deutschland gewinnt, sind sie am 5. Juli um 18 Uhr dran. Und ich gehe mal davon aus, dass wir alle lieber Deutschland gucken als mich, mich eingeschlossen. Und wir gehen davon aus, dass Deutschland, und wir drücken die Daumen, dass Deutschland gegen Dänemark gewinnt. Und dann gegen Spanien, was ja wahrscheinlich das nächste Spiel wird. Also, nächster Togo-Livestream wird am Donnerstag, den 4. Juli, da ist bei der EM spielfrei, um 19 Uhr bei uns auf dem Kanal sein. Und für die zukünftigen nehmen wir dann den Freitag, der eine Abstimmung gewonnen hat. Aber ich denke, wir sind alle einer Meinung, EM geht vor. Herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Alles gut. So ist gut. Letzte Chance, sagt meine Uhr. Allerdings auf irgendwas, was ich bei eBay ersteigern soll. Für euch ist es nicht die letzte Chance. Für euch ist es die allererste Chance. Wir schauen uns heute nämlich den Jules Verne des Modelljahres 2025 an. Und wenn ich mal kurz zur Seite hüpfe, das ist schon die neue Freund der V-Klasse, sag ich schon, des neuen Mercedes Vito. Das erkennt ihr hier an der neuen Brille. Das heißt, er hat auch schon das neue Cockpit. Und das dürftet ihr noch nicht an so vielen Stellen gesehen haben. Und wir schauen uns auf jeden Fall gemeinsam an, ob es wirklich realistisch ist, in so einem kleinen Auto Platz für 4 Personen, eine Dusche und eine Toilette zu haben. Sprachlos? Ich bin sprachlos. Ich hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass wir dieses Auto hier heute zu sehen bekommen, weil ich dachte, wir würden, genau wie wir es beim Kepler One machen, noch ein Jahr mit dem aktuellen oder alten Fahrzeug unterwegs sein. Aber hier werden wir schon mal das erste neue Fahrzeug sehen. Ab wann wir das liefern können, werde ich morgen erfahren. Das heißt, wir werden am Ende des Videos mit euch noch mal eine kurze Session machen, auf Preise und solche Dinge von diesem Fahrzeug eingehen. Die habe ich nämlich heute Abend nicht. Ich habe mir nämlich nur ganz klammheimlich den Schlüssel aus dem Schlüsselkasten geschnappt, damit ich mit euch das Cockpit ganz in Ruhe anschauen kann. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, der Vito, auf dem der Jules Verne von Westfalia basiert, bekommt zum Modelljahr 25 einen Facelift. Von außen ist es wirklich nur ein kleines Facelift. Die Magie passiert eher im inneren Bereich. Wir haben hier eine komplett neu gestaltete Brille. Das ist einfach moderne Mercedes-Formensprache. Es ist, glaube ich, ein bisschen an die Pkw-Welt angepasst. Wir haben hier unten so eine Spange mit dran. Der Wagen hat jetzt hier zusätzlich die Parksensoren mit dran. Das ist eine schicke Lösung. Das sieht aber auch nicht großartig anders aus. Ich fahre ja selber gerade die aktuelle V-Klasse. Das ist für mich fast das gleiche Auto. Das, was wirklich anders ist, ist das Cockpit von drin. Und dafür sollten wir jetzt gleich mal als erstes reinhüpfen. Weil was der Jules Verne kann ich euch danach noch zeigen. Aber für diejenigen, die sich für das Basisfahrzeug interessieren, fangen wir damit kurz an. Das Wichtigste an diesem Fahrzeug ist nämlich das Cockpit. Im hinteren Bereich beim Jules Verne ändert sich nicht wirklich viel zwischen dem Modelljahr 24 und 25. Aber das Cockpit ist halt mit dem Facelift einmal komplett neu. Bei Mercedes ist es ja so, dass es einmal die Pkw-Welt mit der V-Klasse gibt, die hier diese sehr große Mittelkonsole hat, und einmal den Vito Tourer gibt und gab. Der Vito Tourer ist bis jetzt immer die Nutzfahrzeugvariante gewesen und wird es in Zukunft auch bleiben. Aber ich finde, auf den ersten Blick rücken die Fahrzeuge deutlich näher zusammen. Was mir auf den ersten Blick auffällt, ist, dass bisher war es ja so, dass wir beim Vito Tourer das APS 30 und 40, also quasi das Radio oder Radio mit Navigation, als klassischen Monitor hier in der Mitte hatten. Bei den neuen Modellen ist es jetzt so, dass wir das MBUX-System, so wie wir es aus dem Sprinter und aus der V-Klasse kennen, hier mit Einzug hält. Das dürfte auch ein 10-Zoll-Monitor sein, der auch in der gesamten Menüführung genauso ist, wie wir das kennen. Wir haben den Startbildschirm, Telefon, Radio, alles was Medien ist. Jetzt ist hier natürlich kein Radio, kein Handy verbunden.
verschiedene MB-Apps, die ganzen Fahrzeugeinstellungen, so wie man das aus anderen Autos letztendlich auch kennt, mit Assistenzsystem, mit den Steuerungen, mit allem, was mit da ist. Das ist Mercedes typisch. Auch diese mittlere Einheit ist aus Sprinter und V-Klasse so mehr oder weniger, nee, die kommt aus dem Sprinter. In der V-Klasse ist sie anders. Das ist die Variante aus dem Sprinter, wo wir, ich mache uns mal, ist das Automatik? Ja, hat bestimmt irgendwo einen Startknopf da unten. Auch den Startknopf aus dem Sprinter. Wieder an. Schlüssel in gekennzeichnete Ablage legen. Wahrscheinlich wie beim Sprinter da irgendwo. Ja. Schön, wenn Autos sich ähneln. Also wir haben hier im Prinzip den Wagen jetzt ganz normal mit an und dann mache ich hier einmal an. Dann haben wir bei dem Wagen, nämlich sehe ich schon mal, wir haben auf jeden Fall eine Rückfahrkamera mit dabei. Wir haben, das können wir hier noch mit umstellen, Parksensoren nach vorne und nach hinten. Dadurch, dass die Tür jetzt offen ist, könnt ihr da nicht so viel sehen. Wir haben hier aber den Schnellzugriff auf Navigation. Mal gucken, ob hier wirklich auch eine Navigation installiert ist. Da muss man ja immer vorsichtig sein, ob das wirklich mit da ist. Hier steht aber ja ganz klar, Navigation wird aktiviert, bitte warten. Scheint ein ganz neues Auto zu sein, der mit da ist. Dann haben wir hier, gehe ich schon mal in der Zwischenzeit weiter, Lautstärkeregler und hier unten drunter einmal die ganze Klimasteuerung. Der Wagen hat jetzt hier zum Beispiel eine klassische Klimaanlage. Das heißt, oh ne, ist auch hier oben mit Gradzahlen. Das heißt, wir haben quasi eine Klimaautomatik. Ob der jetzt Navigation mit dabei hat, werden wir so schnell nicht rausfinden. Es scheint tatsächlich so, als wenn sie entweder noch nicht aktiviert ist oder vielleicht gar nicht mit installiert ist. Aber ihr habt einmal hier den Zugriff über die Varianten oder den Zugriff über das Lenkrad. Und das ist tatsächlich so, dass ich da als ersten Impuls sagen muss, Facelifts machen es nicht zwingend immer besser. Ich liebe ja echte Knöpfe und echte Bedienungen und wir gehen hier so ein bisschen den Weg der Touchflächen, was absolut legitim ist und was auch viele Leute machen und das fühlt sich auch auf den ersten Blick gut an. Aber beim Sprinter und bei den älteren Fahrzeugen haben wir mehr echte Knöpfe. Das finde ich tatsächlich sogar noch einen kleinen Tick cooler. Aber wir haben hier, wie wir es von dem anderen Auto kennen, Schiebeflächen, also quasi kleine Touchflächen, mit denen wir das mal steuern können. Und das Lenkrad ist auf jeden Fall nochmal deutlich aufgefrischt und hübscher. Und was für mich auch ein Riesenfortschritt ist, ist, dass wir quasi jetzt hier die Einheit haben, die mir aus der V-Klasse sehr, sehr bekannt vorkommt. Wahrscheinlich hat Mercedes sich auch gedacht, was sollen wir zwei verschiedene Technikschienen fahren? Lasst uns das doch hier einheitlich machen. So ist es auf jeden Fall eine schicke Variante. Dieser Wagen hat hier eine elektrische Parkbremse. Wir haben Lichtautomatik, elektrisch anklappbare Außenspiegel hier mit dabei. Und was haben wir hier noch an Knöpfen? Die sind nicht belegt, aber können hier Sport, Komfort und manuell verschiedene Chassis-Varianten einstellen. Hier ist es tatsächlich so, dass ich morgen erst die ganzen Infos zu dem Fahrzeug bekomme. Deswegen werden wir uns nachher noch oder morgen noch mal am Ende des Videos ein bisschen zur Seite setzen und gemeinsam die Preisliste anschauen, damit wir auch gucken können, wie der Wagen für die kommende Saison gestaltet ist. Ansonsten haben wir ein bisschen mehr zusätzliche Ablagen hier vorne mit drauf. Das Handschuhfach, Vorsicht mit dem Knie, ist voll mit Sitzbezügen, aber kommt mir sehr bekannt vor. Hier zwei USB-C-Schnittstellen und den Start-Stopp-Knopf. Schönes Auto. Am Ende des Tages muss man mal sagen, wir reden hier tatsächlich von einem Facelift, nicht von einem komplett neuen Fahrzeug. Sicherlich grundsätzlich eine Verbesserung, aber nicht ein komplett neues Auto. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir hinten noch mal kurz rein. Wir haben nämlich auch gleich schon wieder den nächsten Termin auf unserer Agenda. Die Tagungstermine sind ja immer wieder vollgepackt, aber ich will auf jeden Fall mit euch noch mal kurz reinschauen, was der Jules Verne hinten kann, damit ihr eine grobe Idee bekommt, ob der Wagen für euch passt. Die große Besonderheit des Jules Verne ist genau wie beim New Kelsey und beim Kepler One, dass wir hier hinten eine Dusche und eine Toilette haben. Die Unterschiede sind relativ klar. Der Kepler One und der New Kelsey sind einen kleinen Tick größer. Hier ist alles ein bisschen kompakter, was den Wagen natürlich im Alltag ein bisschen besser vom Handling macht. Wir haben neben der Toilette, die natürlich das absolute Alleinstellungsmerkmal ist, weil sowas habt ihr ja in den wenigsten Aufstelldachautos. Hier hinter, wir machen das jetzt nämlich im Schnelldurchlauf, einen kleinen Schrank. Und auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal ein Kleiderschrank und unten drunter den Gaskasten.
Wenn ihr das mit dem Kepler vergleicht, da haben wir übrigens auch ein super schönes Vergleichsvideo, Jules Verne und Kepler, der etwas länger ist und ein bisschen eine andere Schnauze hat. Da ist deutlich mehr Schrank. Und wenn ich es mit einem New Kelsey vergleiche, da haben wir von dem aktuellen Modell gerade ein ganz neues Video gemacht, habt ihr hier den Kühlschrank auf Augenhöhe und ein bisschen andere Schrankaufteilung. Weil der New Kelsey nochmal eine ganz andere Sitzbank hat. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, wenn man sich für so ein Fahrzeugkonzept interessiert, sich das mal anzuschauen. Der Kühlschrank braucht aber natürlich hier auch einen Platz. Das heißt, der ist beim Jules Verne hier mit drin. Und zwar in einer ganz geschickten Lösung. Schön versteckt hier dahinter, dass ihr noch für sowas wie Olivenöl, ein bisschen Gewürze hier in der Tür was drin habt. Und zum einen oben drüber so ein schickes Spiegelfach mit habt. Guten Tag, hallo. Und unten drunter nochmal einen großen Schrank mit zwei richtig schönen Schubladen. So, das habt ihr gesehen. Am besten, ja, dann gehen wir von hinten einfach durch. Ich setze mich mal mit euch hier, ich begebe mich mal mit euch auf Augenhöhe. Der größte Unterschied zwischen dem Modelljahr 23 und 24, ich sage bewusst nicht zwischen 24 und 25, ist, dass wir ein komplett neues Interieur haben. Das, was früher dunkel war, ist jetzt hell, schon im Modelljahr 24. Der Unterschied zwischen Modelljahr 24 und Modelljahr 25 ist dann nur noch das Basisfahrzeug. Wir haben einmal hier die Besteckschublade. Darunter eine große Schublade und nochmal einen richtig schönen großen Stauraum. Und wenn wir von oben drauf gucken, kleines Waschbecken und einen kleinen Zwei-Flammenkocher, auf dem man zumindest Nudeln mit Soße ganz gut zubereiten kann. Was im Hellen nicht so schön rüberkommt, aber super schön ist, ist, dass wir indirekte Beleuchtung unten haben, dass wir ganz viele kleine Spots hier oben haben, also insgesamt eine super gemütliche Atmosphäre haben. Und wenn du einmal bitte rumkommst, ist es halt so, dass wir, ich mach mal hier die Tür, oh, wo muss ich hin? Die Tür zu. Ist es so, dass wir in dem Jules Verne, anders als beim Kelsey, damit ihr das besser sehen könnt, hier eine angedeutete L-Sitzbank haben. Das heißt, wenn ich mich hier in die Ecke fleze, das Tischbein könnte ich natürlich auch noch wegnehmen, dann kann ich es mir hier richtig gemütlich machen. Fahrersitz auch noch gedreht, schön Beine ausstrecken, wenn ich will nach links oder nach rechts rausgucken. Ich kann aber hier auch den einen Sitz wegnehmen und habe dann die Möglichkeit, hier auch einzusteigen und wirklich mit 2 3-Punkt-Gurten hier zu sitzen. Bevor wir ins Dachbett gehen, fehlt uns nämlich noch ein kleines bisschen hier vorne. Einmal der Apothekerschrank hier vorne und dann sind die anderen beiden einfach nur die kleinen Lichtschalter hier vorne für die indirekte Beleuchtung oben und unten. Hier unten kann man ein Notbett draus bauen. Das ist aber eine ganze Nummer kürzer, als es beim Kepler One zum Beispiel wäre. Und es ist ein kleines bisschen unkomfortabler zu bauen, als es beim New Kelsey ist. Das heißt, hier sehe ich das Bett unten eher als Notvariante. Dafür haben wir oben ein richtig schön vollwertiges Bett und da gucken wir jetzt noch mal gemeinsam rein. Last Take und dann ist Feierabend. Jedenfalls für heute. So, ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt. Wir haben hier auf jeden Fall ein richtig schönes Bett für 2 Personen. Die Bettmaße blenden wir euch jetzt noch mal mit ein, dass ihr das vernünftig sehen könnt. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier hinten einmal das Folienfenster und das klassische zum Verdunkeln. Und ich fühle mich so ein bisschen wie bei der Muppet Show. Na, wo ist der Markus? Da ist der Markus, hallo! War ein langer Tag, Entschuldigung. Auf jeden Fall, glaube ich, habt ihr im Schnelldurchlauf einen ganz guten Eindruck bekommen. Wir haben vom Jules Verne ja auch super ausführliche Videos bei uns. Die verlinken wir euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, ihr habt am Anfang auf jeden Fall einen guten Eindruck bekommen davon, wie der neue Vitutura aussieht. Ob er euch als Basisfahrzeug ein neues Modell wert ist oder ob ihr vielleicht sagt, ey cool, da steht noch der eine oder andere Jules Verne, der jetzt gerade erst gebaut ist. Wir verlinken und haben euch unten in der Videobeschreibung auch einen verlinkt, den wir inseriert haben, der gerade erst aus dem Werk kommt, weil wir jetzt ja gerade erst Modelljahr 24 erhalten. Ich will nicht bis zum Kalenderjahr 25 warten, bis ich das neue Auto habe. Ich mache doch lieber das Schnäppchen und nehme einen schick ausgestatteten Wagen, der zur Verfügung steht, zum super attraktiven Preis. Oder ihr sagt, nee, ich finde die neue Front und das neue Cockpit super und hätte das gerne. Dann kommt gerne auf uns zu und wir konfigurieren mit euch dann auch etwas ernsthafter als in dem heutigen Video das Fahrzeug nach euren Wünschen in eurer Wunschausstattung. So,
In Gotha haben wir es dann am Ende doch nicht geschafft, die Preisdinge uns anzuschauen, weil mir das zu frisch war. Ich gesagt habe, komm, das machen wir lieber ganz in Ruhe zu Hause. Wofür haben wir dieses schöne Setting hier bei uns angeschafft, damit wir das nicht auch mal nutzen. Jetzt habe ich hier vor mir die Preisliste liegen. Jules Verne Endkundenpreisliste 2025. Das heißt, wir reden über den Jules Verne mit der neuen Schnauze, wie er im Video gezeigt ist. Gibt, ich sag mal, die wichtigsten Basics für euch jetzt kurz vorweg. Wir haben einmal den Grundpreis für den Wagen mit 136 PS als Handschalter, in Deutschland eher eine Variante, die selten zum Tragen kommt, 73.190 Euro. Dann gibt es eine Variante mit 163 PS, die basismäßig auch als Handschalter mit drin ist und die man, genau, für die beiden kleineren Motoren könnt ihr bei beiden eine Automatik nachträglich dazu oder als Option dazu bestellen. Der Grundpreis ist 3.000 Euro höher, das heißt 76.190 Euro. Und für den Jules Verne mit der größtmöglichen bei Westfalia verfügbaren Motorisierung, das heißt als 190 PS Motor, der bei Mercedes gleichzeitig eine Zwangskombination mit dem Automatikgetriebe ist. Das heißt, der kommt immer als 9G Tronic, also 9-Gang-Automatik, kostet der Wagen 82.090 Euro. Das ist als Differenz zu dem 163 PS Handschalter 5.900 Euro für größeren Motor und Automatik. Diese 5.900 Euro müsst ihr euch merken, die werden gleich nämlich nochmal relevant, weil ich glaube, dass ich eine Idee habe, wie ich so ein Auto an eurer Stelle konfigurieren würde, weil es schöne, spannende Sachen gibt. Die Preislisten werden auch kurzfristig bei Westfalia verfügbar sein oder sind es vielleicht aktuell im Konfigurator schon. Der Wagen hat sehr Standardausstattung, angefangen bei halbautomatischer Klimaanlage. Ich muss jetzt ein bisschen abgucken. Fahrerassistenzpaket mit Reifendruck, mit Spurverlassenswarner, mit Rückfahrkamera, Notbremsassistent, Tempomat und solchen Dingen. Lackierte Stoßfänger vorne, hinten. Dieses M-Bux-System, was ihr in dem neuen Cockpit seht, also einfach der große Monitor, der standardmäßig mit da ist, das Multifunktionslenkrad und vieles mehr. Da können wir euch vielleicht hier auch einfach nochmal links oder rechts, haben wir links oder rechts von mir Platz? Ja. Da einblenden, was das ist. Das heißt, wer sich das genau durchlesen will, darf jetzt auf Pause drücken und das in Ruhe sich anschauen. Dann gibt es, wie es bei Westfalia für die Fahrzeuge immer mit dabei ist, dieses Paket Jules Verne, wo die zweite Schiebetür, eine Innenentriegelung für die Heckklappe und sowas mit drin ist für 990 Euro, was alle Autos mit dazu nehmen. Und dann kommt der Trick für mich mit ins Spiel. Die Situation ist nämlich so, dass Mercedes die Konfiguration sowohl beim Sprinter als auch bei dem Vito Tourer ein bisschen geändert hat, und zwar in verschiedene Ausstattungslevels. Also ihr könnt nicht mehr jedes Detail einzeln bestimmen, sondern es gibt quasi klein, mittel, groß als Ausstattungslinien. Westfalia nennt die Escape, Exclusive und Excellence. Escape als das kleinste Paket für 6.000 Euro. Exclusive, das größere Paket für 10.000 Euro. Und Excellence für 15.000 Euro. Der Witz an der Sache, und da kommen die 5.900 Euro wieder ins Spiel, ist, dass wir zwei verschiedene Paketpreise haben. Es gibt immer einen Paketpreis für das Paket mit 136 oder 163 PS und einen Preis für das Paket mit dem großen Motor, der ja automatisch die Automatik mit dabei hat. Wenn wir uns jetzt merken, 5.900 Euro, die Differenz in dem Paket, ich habe mir das eben aufgeschrieben, ist 2.718 Euro. Also ich kaufe jedes Paket für 2.718 Euro weniger, wenn ich den großen Motor bestelle. Also Vladi schreibt jetzt hier hin 5.900 minus 2.718 für günstigeres Paket, wenn ich den großen Motor nehme. Dann bleibt eine Differenz von 3.182 Euro. Jetzt hat aber ja der kleine Motor serienmäßig keine Automatik und wir haben 9 von 10 Autos mit Automatik verkauft hier. Wenn ich die Automatik noch dazu nehme, dann sind das 3.197 Euro, die Aufpreis kostet bei den kleineren Motoren. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich ein Auto mit Automatik haben möchte, dann muss ich eigentlich den großen Motor nehmen, weil ich so nachher eine Differenz von 15 Euro habe zu meinen Gunsten. Das heißt, wenn ich das Paket, egal welches Paket, es gilt für alle 3 Pakete gleich, wenn ich ein Paket mit 190 PS Motor bestelle, kaufe ich das Auto 15 Euro günstiger, als wenn ich es mit kleinem Motor bestelle. Komisch. Ich bin gespannt, ob das so bleiben wird. Hier steht auf der Preisliste vorne drauf, Preisänderungen sind während der Saison möglich.
Also lassen wir uns mal überraschen. Aber ich lege euch auf jeden Fall ans Herz, großen Motor Automatik zu bestellen, weil ihr quasi einen großen Motor als Differenz zu 163 bei geschickter Preislistengestaltung geschenkt kriegt. Ansonsten gibt es ganz viele verschiedene Optionen noch mit Chrompaket, mit Abstandsregeltempomat, all den Dingen, die wir im Jules Verne immer gerne haben wollten, aber nicht haben konnten. Als Außenfarben haben wir Sodalitblau, Hightech Silbergrau, Tenoritgrau als Aufpreis möglich. Das ist ja bei Westfalia immer ein bisschen begrenzt. Und natürlich Arctic Weiß als Standardfarbe für das Auto. Parkpakete, also was könnt ihr haben. Das kann man aber sich jetzt inzwischen im Konfigurator anschauen. Die Westfalia-Optionen sind gleich geblieben im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben ja auch das gleiche Holz, den gleichen Ausbau. Das, was als neue Option mit dazu kommt, ist eine Echtlederpolsterung. Bisher hatten wir ja immer nur Kunstleder. Das heißt, wir haben in der Serienausstattung den Polsterstoff Missouri. Dann gibt es ein Kunstleder, was Florida heißt. Warum auch immer die Autos, die von der deutschen Marke Westfalia in Frankreich gefertigt haben, amerikanische Namen für ihre Polsterung haben. Und die Echtlederpolsterung heißt Warburg. Das ist im Prinzip schwarzes Leder. Sieht super schick aus. Aufpreis ist 2.800 €, also auch nicht ganz ohne. Ist aber auch viel Polster. Einige Positionen, das wird demjenigen, der sich schon länger mit dem Jules Verne auseinandersetzt, aufgefallen sein, in der Zubehörpreisliste sind teurer, als sie das in den letzten Jahren waren. Und damit meine ich vor allem die Markise und vor allem das Solarpanel. Da stand in den letzten Jahren immer dahinter, nicht montiert, was ja totaler Unfug ist. Keiner oder die wenigsten von euch möchten ein Auto kaufen mit einer Solaranlage und einer Markise, die dann einfach flumps im Auto drin liegen. Das heißt, das musste hinterher vom Handel montiert werden und das mussten die Kunden separat bezahlen. Total unglückliche Situation. Ich kaufe ein voll ausgestattetes, teures Auto und dann kommt jemand hinten raus und diskutiert mit mir darüber, was kostet denn das Ganze montiert. Wir haben von Anfang an immer montierte Preise gemacht, einige Kollegen aber anscheinend nicht. Deswegen hat man sich jetzt darauf verständigt, dass die Preise, die hier drin stehen, endlich mit Montage sind. Deswegen sind die Sachen nicht teurer geworden, nur von Anfang an fair ausgepreist. Ja, wer sich das genau angucken will, einfach bei Westfalia in den Konfigurator gehen. Dort findet ihr auch nochmal die Preisliste und dann werden trotzdem Fragen auftauchen und da freuen wir uns natürlich dann auf eure Fragen bei uns hier in Stowe, wenn wir gemeinsam euren Jules Verne konfigurieren. Wenn ihr sagt, das Konzept gefällt mir, aber ein paar Sachen hätte ich gern anders, denkt auch dran, euch die Videos vom New Kelsey und vom Kepler One anzuschauen. Das sind die gleichen Grundrisse, aber im Detail dann komplett anders gelöst, in unterschiedlichen Preisklassen mit unterschiedlichen Detaillösungen. Ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck bekommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Erstmal schöne Grüße aus Ohrdruf bei Gotha, wo unsere Westfalia-Präsentation fürs Modelljahr 25 stattfindet. Und bis bald bei uns in Stowe. Alles Gute. Tschüss.